Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was ich heute weitergeben darf. Lass los. Wie oft wir das hören, ne? Eigentlich ständig. Hier ist es so, dass die Karte einfach sagt, dass wir entspannter sind, dass sich unsere Wünsche besser erfüllen lassen, wenn wir eben nicht dieses Bedürfnis ständig nähren, alles kontrollieren zu wollen, damit uns ja nichts passiert und uns dadurch auch noch begrenzen irgendwie. Weil wir lassen ja nichts offen, ne, bei unseren Gedanken. Wir haben den Frühling, das ist sozusagen die Energie, wo alles wieder aufblüht, wo man das Gefühl hat, ich erblühe wie eine Blume, ich habe die Energie, die wieder Licht reinbringt. Möglicherweise zeigen sich Zeiträume an, die auch wieder bis zum Frühling wirken. Das Faszinierende ist ja im Frühling auch, dass man zugucken kann, wie die Natur wieder erwacht. Möglicherweise geht es auch darum, ne, dass man denkt, wenn ich jetzt loslasse, dann verhindere ich irgendwie einen Prozess oder da wird nie wieder was aufblühen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Und hier ist es so, dass die Legung im Prinzip jetzt schon sagt, macht dir keine Sorgen, es ist alles okay. Es sind so viele Sachen, die, wenn ihr das selber mal betrachtet, ne, die im Nachhinein nie eingetroffen sind. Man hat so viel Sorgen und sich Gedanken gemacht und schlaflose Nächte und dann kam alles doch anders und es war eigentlich verschenkte Zeit. Ne? Unterm Deck haben wir noch das neue Heim. Vielleicht ist es für einige von uns wichtig, das Umfeld neu zu gestalten oder möglicherweise möchte der ein oder andere umziehen. Oder an sich dieses Gefühl zu haben, so ich möchte mein Außen, mein wichtiges Feld, das was mich umgibt, so gestalten, dass ich richtig zu Hause und willkommen darin bin. So, was sagen die Tarotkarten? Wir haben, dass tatsächlich etwas Neues, Aufregendes in unser Leben kommt und unsere Aufmerksamkeit erweckt. Es kann jetzt mit Lernen zu tun haben oder sich informieren und auch mit der Bereitschaft loszulegen. Ne? Möglicherweise fühlt man sich hier irgendwo auch verunsichert, ob man etwas durchsetzen soll oder nicht. Aber hier kann man ausprobieren. Ne? Man kriegt Licht ins Dunkel. Wie heißt das noch? Probieren geht über Studieren. Dann haben wir, öffne dich dem Erfolg. Hier ist es vielleicht auch so, dass man bewusst in irgendeiner Situation hängt, wo man an sich selbst nicht glaubt oder wo man denkt, das oder das kann ich nie umsetzen, das schaffe ich nicht. Und das ist genau das Gegenteil davon. Wenn man sich hier auf den Weg macht, kann man hier gute Erfolge erzielen. Es gibt keinen Grund, ängstlich zu sein oder sich kleiner zu machen. Und da darf man sich auch so zeigen, dass man mit Lob umgehen kann, wenn etwas gut gelingt. Ne? Auch das ist so ein Punkt, wo viele irgendwie dieses Ding der Verneinung haben. Ne? Ach, ich doch nicht. Und ich kann das schlecht annehmen, dass jemand was Gutes zu mir sagt, sowas alles. So, dann haben wir hier die Jubelfeier, da brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Wenn wir uns hier drauf einlassen, an uns glauben, dann haben wir hier mit dem Stern sozusagen eine schöne Zeit, die sich ankündigt, Schwierigkeiten, die sich aufgelöst haben, Sorgen, die nicht eingetreten sind. Und
man kann so das Hier und Jetzt sehr schön gestalten, in dem Vertrauen, dass sich die Dinge weiterhin wundervoll entwickeln. Wir haben hier faire Entscheidungen, egal was jetzt hier vielleicht entschieden werden muss. Auch da ist wieder das versteckte Sorgenmachen mit dabei. Ne? Man denkt, man grübelt über etwas nach und denkt, es passiert nichts Gerechtes. Aber die Karte sagt, lass dich nicht unterkriegen, der Himmel sorgt für uns und unsere Situationen. Und es ist wichtig, dass wir alle Einzelheiten ganz gut angucken und überdenken und unseren Frieden schließen. So, ihr Lieben, dann geht's weiter. Wir nehmen mal eine Karte noch für die Fülle. Ja, das ist sehr speziell. Das habe ich auch schon umgepolt bei mir im Kopf. Hier steht drauf, anziehen anstatt hinterherjagen. Ne? Wenn ich an früher denke, ne, als ich zum Beispiel mich im Nachhinein bezahlen habe lassen, was bin ich da meinem Geld hinterhergerannt? Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, ich mache das nicht mehr. Und das hat auch funktioniert. Und hier ist es einfach davon abhängig, die Energie zu lenken. Ne? Also nicht immer allem und jedem hinterher zu sein und so dieser Jäger auch zu sein. Hinterher jagen hat ja auch Jäger innen drin. Und stattdessen angucken, was man braucht und die einladende Energie aussenden. Also da hat sich bei mir selber auch vieles gedreht, als ich das verändert habe. Man hat so viel Vertrauen in die Menschen immer oder in die Situationen und ist dann doch immer in diesem Punkt, wo man etwas erbracht hat und man kriegt nichts dagegen. Und wenn man das umpolt, hat man hier tatsächlich gute Möglichkeiten. Hier soll mal ein anderes Muster entstehen, vielleicht gerade auch bei diesen Dingen. Und man darf ruhig langsam machen oder die Energie rausnehmen, denn wir kommen hier langsam auch zu dem, wir haben Jubelfeier, Wunscherfüllung, ne, an unser Ziel. Welche Energie ist noch dabei für einen Ort, eine Stimmung, die uns gut tut? Bin ich gespannt. Wir haben 2 gekriegt. Ein Teil ist es so dieses Gefühl, auf einem Bauernhof zu sein. Das ist auch Fülle. Ne? Man hat da mit Ernte zu tun, mit Tieren. Alle haben ihren Platz, alles muss versorgt werden. Und man erwirtschaftet hier selber auch seinen Lohn. Und andererseits haben wir hier die Wohnzimmerstimmung. Ne? Da ist man, da macht man es sich gemütlich, da ist man zusammen, da erholt man sich. Und damit wünsche ich heute jetzt einen schönen Tag. Ich drücke euch, bis bald.